und herzlich willkommen zu meinem neuen Videoblog hier in meinem Kanal. Mein Kanal heißt André läuft, ich bin André und hier geht es diese Woche um mein Marathon in Cordoba. Ich bin ins Landesinnere der Republik Argentinien gereist und bin einen 42 Kilometer Marathon gelaufen. Dazu später mehr und auch zu diesen erschreckenden Bildern, die ihr eben gesehen habt. Doch nun zunächst erst einmal geht es in die Reserva zu meinem wöchentlichen Long Run. Heute hier der erstmal letzte Run in Buenos Aires vor Cordoba. Denn morgen früh geht es mit dem Flieger aus Buenos Aires nach Cordoba, wo ich dann am Sonntag den Marathon laufen werde. 42 Kilometer Marathon in Cordoba. Warum ich 42 Kilometer sage und dann Marathon? Denn hier ist jede Strecke immer gleich Marathon. Egal ob 5 Kilometer, 10 Kilometer, 50 Kilometer, 20 Kilometer, alles ist Marathon. Und ich muss dann immer dazu sagen, nee. Das ist alles nur ein Lauf. Marathon sind dann tatsächlich nur 42,195 Kilometer. Und das steht jetzt, wie gesagt, am Sonntag in Cordoba an. Ja, ein kleines Video wieder aus der Reserva im Stadtrand Buenos Aires in der Nähe von Puerto Madero. Es ist eine sehr, sehr schöne Strecke. Alles sehr grün, sehr friedlich. Leider findet man das nicht sehr oft in der großen Stadt Buenos Aires, also nicht wie ich es aus Berlin kenne, wo man doch schon sehr, sehr viele Parks und Grünflächen findet, ist das in Buenos Aires nicht so ganz der Fall. Hier muss man tatsächlich danach suchen und das Praktische ist bei der Reserva, die ist halt sehr, sehr nah an meiner Arbeitsstätte. Da brauche ich halt nur 15 Minuten zu Fuß hin und es ist immer sehr, sehr angenehm, dann zwischendurch dort laufen zu gehen. Und wer, wie gesagt, meine Videos kennt, der kennt langsam auch die Strecke so gut wie ich in- und auswendig. Long Run done. Waren heute wieder 22,3 Kilometer. Jetzt zurück zur Arbeit. Heute habe ich noch einen relativ langen Tag. Dann morgen kurze Nacht und dann geht's mit dem Flieger nach Cordoba. So, gerade noch davon gesprochen, ging es dann auch schon relativ zeitig los nach getaner Arbeit zum Flughafen Buenos Aires. Also die Reise fängt schon wieder sehr gut an. Ich habe wollte ich mein Check-in machen bzw. mein Gepäck abgeben und man hat mir gesagt, das geht nicht, weil ich habe meine Reise mit meinem Passport, mit meinem Reisepass gebucht und wollte mit meinem argentinischen Ausweis fliegen, was sonst immer funktioniert hat, diesmal nicht, weil der Titel ist halt auf dieses Dokument gebucht und jetzt muss ich schnell nach Hause flitzen. Ich habe mir gerade ein Motorradtaxi bestellt, nach Hause meinen Pass abholen und dann wieder zum Flughafen. Wird knapp, aber ich hoffe, das kriege ich alles hin. Dann mit dem Motorrad durch die Stadt gerast, um schnell meinen Reisepass von zu Hause abzuholen. Wenn noch was schief geht, dann kommt noch einiges dazu. Der Motorradfahrer ist dann über eine roten Ampel gebrettert. Die Polizei gleich hinter uns hat uns natürlich rausgewunken, angehalten, alle Ausweise und Dokumente kontrolliert. Und ich habe ihnen dann die Situation erklärt. Die haben, ja, wie es hier in Argentinien ist, dann doch schon ein Auge zugedrückt und haben uns dann weiterfahren lassen. Also ja, das war wieder so eine kleine Aufregung und der Höhepunkt an diesem Morgen. So, jetzt schnell zurück zum Check-in und einchecken. Ach man, was für ein Tag. So, jetzt geht's gleich nach Cordoba, 1,5 Stunden Flugzeit von Buenos Aires. Nach dem sehr abenteuerlustigen Auftakt heute, ja, genieße ich jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, komme runter und habe festgestellt, alles wird gut. Fliegen, um zu laufen. Ist auch diesmal wieder Motto der Reise. Es ging mit Flybondi, die Billigfluglinie Argentiniens, wie gesagt, von Capital Federal, von Buenos Aires nach Cordoba. So ein bisschen knapp unter 1,5 Stunden Flugzeit.
alles relativ ruhig, ohne Komplikation ging es ja ins Landesinnere der Republik Argentinien, um dort zu laufen. Und deswegen hieß es diesmal wieder fliegen, um zu laufen. Oh, herzlich willkommen in Cordoba. Vom Flughafen zur Expo, die sehr im Zentrum der Stadt lag. Es waren so ungefähr 35 Minuten vom Flughafen aus. Ich habe ein Uber genommen, was sehr, sehr verbreitet hier in Argentinien ist, auch noch zu bezahlen ist. Also Preise sind okay. Ja, dann dort angekommen war ich sehr überrascht über die Menschenmenge, war doch mehr als ich erwartet habe, eine sehr lange Schlange und da habe ich mich dann erstmal eingegliedert, so knapp 45 Minuten gewartet, bis ich dann eingelassen wurde, wie alle anderen, also das lief schon sehr gegliedert, sehr geordnet ab, dass nicht ganz so viele Leute gleichzeitig in der Halle sich tümmeln und ja, schaut es euch an. Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zur Expo hier zum 42 Kilometer Marathon in Cordoba. Morgen geht es los. Gelaufen wird 42 Kilometer, 21 Kilometer, 10 und 5 Kilometer. Ich habe mich für den Vollmarathon, für die 42,195 Kilometer angemeldet und stelle mich jetzt erstmal an in diese lange Schlange, um ja, eingelassen zu werden, um meine Startunterlagen abzuholen und dann ja, noch ein bisschen zu schauen, was es so auf dieser Expo zu gucken gibt. Hola, ¿cómo estás? So, das ging schnell, Kit abgeholt. Jetzt habe ich mich gerade noch ein bisschen eingedeckt hier am Stand von New Balance mit einem Laufshirt und einem Laufshort, weil ich habe festgestellt, dass was ich mitgebracht habe, ist nicht so schön, ist schon ein bisschen abgefatzt, deswegen habe ich mich mal mit neuen New Balance Klamotten eingedeckt. Ja, einige von euch werden es kennen, die wissen ganz genau, dass bei diesen Expos so abgeht. Kann man immer viele tolle neue Sachen entdecken und sich eindecken, soweit die Kohle dann auch reicht. Bei mir war es halt diesmal, wie gesagt, ein neues Laufshirt, ein langärmliches, was ich dann unter den Shirts trage bei kälteren Temperaturen und eine neue Hose, so eine Split, wo so eine Leggings da drunter ist. Ich weiß nicht, wie man die Dinger nennt, also ich nenne die immer Split, mit Taschen an der Seite, wo man sein Handy gut verstauen kann. Und ja, ansonsten bin ich da ein bisschen rumgelaufen, habe mir alles angeguckt, habe mir noch ein paar Gels gekauft, weil die ich mitgebracht habe, haben nicht gereicht. Und dafür sind die Expos immer ganz gut, um neue Sachen zu entdecken und auch sich ja, mit neuen Sachen einzudecken. Glücksspiel in Argentinien. Ich habe gewonnen, yeah! Ja, und schon nach einer schlaflosen Nacht kam der große Tag. Dazu meine Frage der Woche. Wie ist für euch die Nacht vor den großen Läufen? Also bei mir ist es immer sehr, sehr schlimm. Ich lege mich sehr zeitig hin, schlafe dann auch relativ zügig ein, aber wache dann immer nach 2-3 Stunden wieder auf und habe dann echt die Qual, wieder einzuschlafen. Und bin dann immer so aufgeregt vor den großen Läufen, dass die Nacht direkt davor wirklich, wie man es kennt oder hört, ich liege dann nachts wach und quäl mich von rechts nach links und rechts nach links, drehe mich um und kann dann einfach nicht weiter schlafen. Und ja, wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr in der Nacht vor den großen Läufen tatsächlich gut schlafen? Ja, das ist meine Frage der Woche. Und nun geht's endlich zum großen Lauf, zum 42 Kilometer Marathon in Cordoba.
Ja, guten Morgen hier aus Cordoba. Gleich geht es los mit dem 42 Kilometer Cordoba Marathon. Etwas, gut viel los hier, denn heute starten nicht nur 42, es starten auch 21, 10 und 5 Kilometer und das alles gleichzeitig. Ich bin gespannt, was für ein Chaos das wird, aber ja, ich mit drin. Und los geht's, 42 Kilometer Cordoba. Der Startschuss fiel zu meinem 5. Marathon in meinem Leben, zu meinem 5. Marathon in den letzten 2 Jahren. Und ja, es war wieder spannend wie immer. Nach meinem Marathon in Lima, Brasilia, in Buenos Aires, Montevideo, jetzt in Cordoba. Und ja, wie gesagt, jedes Mal die gleiche Anspannung, diese gleiche Reiz und dieses Kribbeln. Werde ich es schaffen, werde ich es nicht schaffen? Wobei ich bin schon relativ locker geworden und sehe es jetzt viel, viel entspannter. Pro Marathon werde ich da auch viel disziplinierter. So, bereits nach 1 Kilometer trennt sich das Feld der Läufer für die 42 Kilometer und für die 21 Kilometer von dem der 10 und 5 Kilometer. Und ja, wie gesagt, 1 Kilometer sind rum. 42. Ein 42. des Dropses ist bereits gelutscht. Heute sehr angenehme Temperaturen. Es sind 11 Grad, was sehr glücklich ist, denn die letzten Tage, seit einer Woche war die Wetterprognose Regen bei 8 oder 7 Grad. Das hat sich jetzt gestern gewandt. Kein Regen und 11 Grad. Also perfektes Laufwetter, perfekte Lauftemperaturen für 42 Kilometer. So 5 Kilometer. Das erste Wässerchen werde ich so alle 5 Kilometer zu mir nehmen. Hier sehr strikt. Und mein Plan ist, alle 45 Minuten ein Gel, jede Stunde eine Salzkapsel. Prost! Und hier nun die zweite Abzweigung, 42 Kilometer weiter geradeaus und 21 Kilometer biegt hier rechts ab. So, jetzt auf dem Feld halten nur noch die Marathonläufer. So, jetzt bin ich bei Kilometer 10 angekommen. Kleine runde Eckdaten zu diesem Lauf. Kostenfaktor 42.000 Pesos sind circa so 34 Euro, including dieses Shirt, Startset und ja, Medaille zum als Finisher natürlich und die rundum Sicherheit, Strecke abgesperrt etc. etc. Also denke mal, ist ganz okay für den Preis und ja, bis jetzt läuft's gut. Aber das ist halt immer nach 10 Kilometer gleiche, kann ich noch nicht viel sagen. 10 Kilometer sind für mich momentan nicht wirklich viel. Bei meinem Wochenpensum von momentan knapp 80 Kilometer Laufleistung. Mal gucken, was heute draus wird. Ziel ist relativ einfach, Sub 4. Heißt unter 4 Stunden ist mein Primärziel. Wunschziel unter 3 Stunden 40. Aber wie gesagt, schauen wir mal. 5 Marathon habe ich auch so eine kleine Routine schon drin. Ich weiß, dass ich nicht ganz so schnell loslaufe. Ich weiß, dass ich sehr motiviert an die Sache rangehe, aber mit dieser Motivation trotzdem mit den Leuten mitschwimme, nicht zu schnell das Ganze angehe und zu versuchen, einfach das Beste rauszumachen. Und am Ende sehe ich dann immer noch, dass ich echt noch viel Luft nach oben habe.
Ich laufe heute mit den New Balance Fresh Form 1080. Das ist der zweite Wettbewerb, mit dem ich mit diesen Schuhen laufe. Einmal die 25 Kilometer von New Balance vor knapp 3 Wochen und heute halt den Marathon. Ansonsten hatten die Dinger noch eine Proberunde von 25 Kilometer und ein Training von 10 Kilometer. Also während wir heute am Ende des Tages die 100 Kilometer Marke bereits geknackt haben. Das ging schnell. So 15 Kilometer, das dritte Wässerchen und ja, weiter geht's. Vollen Marathon, da lasse ich nie eine Wasserstation aus, sondern trinke tatsächlich an jeder Station mein Wässerchen, denn ich weiß, am Ende ist das sehr, sehr wichtig, diese Wasserzufuhr, diese Flüssigkeitszufuhr zu haben. Denn die zahlt sich dann am Ende wirklich auch aus. Die gibt ein weiter die Motivation und natürlich die Energie, das Ganze auch durchzuhalten. Jeder Tropfen ist wertvoll und jeder Tropfen Flüssigkeit, den man verliert, muss man natürlich auch irgendwie wieder auffangen und wieder auffüllen. Und da sind die Wasserstationen hier bei diesem Marathon alle 5 Kilometer ein Geschenk. Und es ist wirklich sehr, sehr gut, da dann wirklich auch zuzugreifen und halt, wenn nicht die ganze Flasche, also ich trinke dann immer so, weiß ich nicht, 100, 200, 300 Milliliter davon und fühle mich danach wesentlich besser. So, der Halbmarathon ist fertig. Die Hälfte der Strecke ist geschafft. Ja, 50% erledigt, aber die härteren 50% kommen jetzt. Gerade ist die Strecke nicht. Es gab ein paar ordentliche Steigerungen, die mein Tempo ein bisschen gedrückt haben. Aber wenn es nach oben geht, heißt es danach auch wieder, es geht nach unten und dann kann ich die Zeit auch wieder rausholen. Ja, an dieser Stelle nochmal die Frage der Woche. Wie ist die Nacht vor den Laufwettbewerben bei euch? Also wie gesagt, bei mir ist das immer eine sehr, sehr krasse Qual, mich in den Schlaf halt durchzuziehen. Diesen gesunden Schlaf, diese 8 Stunden kriege ich meistens nie hin, sondern wache dann immer viel zu früh und viel zu schnell auf, bin dann viel zu müde beim Start, aber wie gesagt, das ist halt die Nervosität. Wie ist es bei euch? Ist es ähnlich oder könnt ihr schlafen wie ein kleines Kind? 2 Stunden 15, Gel Nummer 3, wie gesagt, alle 45 Minuten nehme ich ein Gel. Schmeckt nicht gut, aber gibt Power. Ich laufe momentan mit guten 160er Puls, was ja ganz okay ist. Eckdaten nochmal. Das ist dieses Jahr mein bereits zweiter Straßenmarathon. Vor einer Woche bin ich in Montevideo den Marathon gelaufen. Oben verlinkt, falls ihr euch dieses Video anschauen wollt. Zudem hatte ich im Februar einen Ultra Trail in Aconcagua in den Bergen zwischen Argentinien und Chile auf knapp 4000 Meter Höhe. Sehr geil gewesen. Oben verlinkt. Und auch da dann 3 Wochen später den nächsten Ultra Trail in Bariloche. Das waren dann 44 Kilometer auf knapp 1500, 2000 Meter Höhe. Auch sehr geile Bilder. Oben verlinkt. Und natürlich ja sehr viele zahlreiche kleine Läufe von 5 über 10, 15 Halbmarathon und auch einige Läufe mit 25 Kilometer. Und heute, wie gesagt, hier in Cordoba die 42 Kilometer laufen bis jetzt sehr gut. So, 28 Kilometer sind im Sack. Das heißt für mich, 2/3 des Rennens ist bereits vorbei. Wie gesagt, läuft sehr gut. Hab immer noch meinen gleichen Rhythmus. Und liegt sehr, sehr gut in der Zeit. Also ich kann sogar zwischendurch, glaube ich, noch mal 15 Minuten Schläfchen machen.
Ja, jedes Rennen ist anders, jedes Rennen ist besonders und jetzt das in Cordoba war auch wieder sehr, sehr toll, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich dann sagen muss, okay, Cordoba ist dann erledigt, bin ich gelaufen, nächstes Jahr muss es nicht nochmal sein, da sind dann andere Rennen, stehen dann auf dem Plan, denn ja, die Vielfalt der Läufe ist so groß, dass ich auch das sehr genieße, überall ein bisschen rumzureisen und dann dort laufen zu gehen, denn ja, dafür ist es auch irgendwie da, Laufen und gleichzeitig Tourismus. So, die letzten 10 Kilometer sind angebrochen. Kilometer 32 ist bereits passiert. Jetzt warte ich auf meinen Freund, den Mann mit dem Hammer. Bumm. Mal gucken, ob er kommt. Der kommt immer, wenn bei so Langrennen, wenn er kommt, dann immer so zwischen Kilometer 32 und 38. Und da passt mir so richtig eine rein. Mal gucken. Letztes Mal in Montevideo hat er mich verschont. Und ich sage, nee, diesmal nicht. Hat er wahrscheinlich verschlafen. Mal gucken, ob er heute kommt. Ich hoffe nicht. Schlaf, mein Junge, schlaf. Hier vorbei am österreichischen Platz. Warum der so heißt? Keine Ahnung. Weil es so weit oben ist, vielleicht in der Stadt. Keine Ahnung. Das. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Kilometer 37. So, jetzt heißt es beißen. Die letzten 5 Kilometer sind angebrochen. Mein Tempo hat sich etwas verlangsamt. Nicht viel, aber etwas. Dennoch liege ich sehr gut in der Zeit. Und ja, die letzten 5 Kilometer, denke ich mal, sind ohne Probleme zu schaffen. Hier im Video verfliegen die Kilometer unglaublich schnell, doch das war dennoch ein sehr harter und sehr, sehr, sehr krasser Kampf. Und ja, nun kommen wir zum Endspurt. Schaut euch das an. Nun ohne Worte von mir zwischendurch. Lasst uns die letzten Kilometer gemeinsam genießen. Da muss ich hin. Und da kommt doch schon das nächste Schild. Schaut es euch an. Der letzte Kilometer ist angebrochen. Yippie, ihr Schweinebacken. Und los geht's. Zieleinlauf. Die letzten 400 Meter. ¡Vamos! ¡Vamos! La topografía complicada del terreno cordobés. ¡Vamos! Y que se va sorteando con mucha garra, con mucha pasión, pero sobre todo con mucha preparación física también y mental para esta carrera. Es cierto, y van quedando más, muchos protagonistas. Ich habe Buena dann, carrera, loca, habe muy fertig, buena. 42 Kilometer, neue persönliche Bestzeit. Yeah! Nice, yeah! So, da ist sie nochmal, die Medaille. 42 Kilometer Cordoba. Schönes Ding, sieht echt gut aus. Guckt euch die an, so. Rückseite, Tor von Cordoba. Wohlverdient, definitiv wohlverdient. War ein harter Kampf, aber geil war es. War wirklich geil. Und, was soll ich sagen, neue persönliche Bestzeit. Also, wohlverdient. Das war's dann jetzt von mir für diese Woche. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr dieses Video geschaut habt. Und danke für eure Treue. Nächste Woche geht's weiter. 9 Kilometer Unabhängigkeitslauf hier in Argentinien. Danach 30 Kilometer New Balance Run. Dann geht's nach Sao Paulo
Halbmarathon oder Marathon, weiß ich noch nicht genau. Ich habe mich für einen Halbmarathon angemeldet, aber vielleicht schwenke ich nochmal um zum Marathon. Keine Ahnung, aber wie gesagt, die nächsten Wochen wird es sehr spannend bis Berlin. Da ist es dann am 21. September soweit. Also danke, freue mich über jeden Kommentar, jeden Like und natürlich über euch. Dankeschön.